Hallo und herzlich willkommen zu unserem Was ist Foretales Stream. Vielen Dank an Alchemy Games bzw. die Villages, die uns hier einen Key zur Verfügung gestellt haben, dass wir euch jetzt hier Foretales auf der Switch zeigen können. Genau, ne? Hier wieder Switch. Das ist ja immer für mich eine, keine Ahnung, so ein besonderes Tolles, weil ja Switch Games auch nicht jeder bekommt. Und deswegen, schon was Nices. Du bist satt und das reicht. Oh, das ist einfach satt sein und glücklich und vielleicht noch warm dabei, das ist schon nice. Das hat was. Das freut mich auf jeden Fall. Wochentag-Emotes findest du super, freut mich sehr. Genau, also falls sie auch ein bisschen, falls die noch nicht perfekt lesbar sind, lasst es mich gerne wissen. Ich bin bereit, da nochmal ein bisschen nachzubessern. Weil ich habe auch gemerkt, dass diese anderen Emotes, die haben eine andere Rundung, also an Ecken und haben dadurch, glaube ich, ein bisschen mehr Platz für ihren Buchstaben, also diese A bis Z, ne, gibt's ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, ob ich danach noch, also ob ich nochmal rangehe und nochmal irgendwie den Font dann auch von der Size erhöhe. Aber ja. Genau, falls ihr das übrigens auch nochmal macht, ich glaube, ihr solltet mit Mittwoch bzw. Wednesday anfangen, weil das ist, glaube ich, sind die beiden Buchstaben, also WE oder MI, die am breitesten sind und damit am größten sind, was ihr alles also in derselben Fontgröße haben wollt. Weil, das muss ich zugeben, Mittwoch und Wednesday sind ein paar Pixel, also ein paar Punkte kleiner als die anderen. Aber es fällt kaum auf. Und daher ist Bums. Genau. So, ich muss noch kurz nochmal nachschauen. Ich habe jetzt hier gerade nochmal eine vibrierende Arbeit bekommen. Vibrierende Nachrichten bekommen. Und vibrierende Nachrichten deuten immer darauf, dass sie wichtig sind, weil ich habe sonst ich habe für alle eigentlich abgeschaltet, dass sie bei mir, also dass es bei meinem Handy vibriert, außer für, keine Ahnung, 5 Leute oder so in meinem Leben. Und die sind aber auch wichtig. Genau, die sind mir sehr, sehr wichtig. So, und genau, den will ich dann auch immer, eigentlich fast immer, dann so schnell wie möglich anschauen. So, also, okay, wir sind jetzt hier anscheinend an so einer Kneipe. Ich finde, der Schatten vom Fenster, wo die Wassertropfen runtertropfen, ist ja mal so pornös geil. Es ist so hübsch. Das macht mich schon sehr an. So, a mysterious patron. Volpain needs the money to help his father and the local miners. His friend Leo says there's someone in town with a very lucrative job offer. Is there? Welcome to Foretales, an adventure game where you can progress by combining cards and exploring decks. Right? This is it, Volpain. Our ticket to the easy life. One last job and our days of stealing apples from the market are behind us. Nie wieder fertig gekaufter Kakao? Also du meinst so aus vorgemischt oder wie meinst du fertig gekauft? That's what you said the last time. So who is this contact of yours? His name is Timothy. He says he has work for people like us. And you're sure he can pay? Because I could really do with the money right now. Don't worry, he promised a hefty reward. Should be more than enough to help your father and the miners with their strike. And for me to make an early retirement. He's just a little difficult to track down in town sometimes. Tetrapack. Ich finde die eigentlich ganz okay. Von wem, also von welcher Marke hast du es geholt? We'd better ask around then. He looks like a good place to start. Okay. A good day to you, young bird. How can I be of assistance? We're looking for someone by the name of Timothy. Ah, I see. A very secretive fellow, is he? I think I heard something about him the other day, but sadly my memory isn't what it once was. Right, and what might jog your memory, I wonder? A bite to eat usually does the trick.
About 5 food should be sufficient. Why food? That's enough to last a few days. Ignore my friend here. We'll come back with some food for you. Ah, der Schokomel. Den habe ich noch nicht probiert. Aber wenn du sagst, der ist gut. Ich mag ja den Alpro Schoko. Also das ist ein Sojamilch dann. Aber der ist schon echt... Der ist schon gut. Der ist schon lecker. Hatte den im Kühlschrank, weil ich den gerne kalt mag. Und der ist schlecht. Von der Penny Eigenmann. Warte, ist er schlecht, meinst du... Also ist er gekippt? Oder ist er einfach nicht gut? We already have one food, just 4 to go. A typical region of the game is composed of 3 to 6 location cards placed on the board. You can learn more by hovering your cursor over a card. Der ist sauer als... Oh, okay. Das ist natürlich Mist. Sometimes A on cards will also trigger dialogue or reaction from your characters. Try it out for yourself. A on the left card with the bagger, he will remind you what he wants. Okay. Oh wait, what? Huh? Ah, okay. Uff. Also diesmal, also wir hatten ja das Problem, wir hatten ja wir haben ja dem letzten Idle Manager gespielt. Und da hatten wir das Problem, dass die Steuerung vom Spiel Grütze war, weil wir mussten den Cursor wie eine fucking Maus besteuern mit dem Joystick. Und das war schlecht. So, ich hatte dann gesagt, so richtig gut wäre es ja gewesen, wenn es nur von den relevanten Points of Interest hin und her springt, ne? Und jetzt, und das ist halt so ein Ding, jetzt müsst ihr sehen, dass aktuell der Cursor auf den Affen zeigt mit einer Sprechblase. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, dann geht das zum Marketplace. Aber der Cursor, also das Icon für den Cursor, das ändert sich so sehr. Wir sind jetzt der Finger von dem Vogel, also quasi das sind die Flügel. Und ich muss zugeben, ich habe es gerade nicht wiedererkannt, vor allem, weil unten links plötzlich die Karten gehighlightet wurden. Und deswegen war ich gerade total verwirrt, wo zur Hölle wo wir gerade hingesprungen sind. Weil, ne, also wenn ich von hier aus nach rechts drücke, erwarte ich, da jetzt in der Mitte zum Marketplace zu kommen. Aber wenn unten links was leuchtet, dann erwarte ich, dass das gehighlightete Ding das ist. Und weil ich ja vorher auch meinen Cursor nicht gesehen hatte, ja, war ich unsicher. Wo wir jetzt dann waren, ob wir jetzt vielleicht doch irgendwo hier gestartet sind oder sonst irgendwas. Ne? Und jetzt hier werden die auch wieder einzeln die Karten gehighlightet, ne, wenn ich sie hochhebe. Ne? Jetzt ist es auch einzelne. Und das ist sinnvoll. Aber ja, irgendwie, dass wir plötzlich hier die ungehighlightet bekommen haben, das war schon weird. Okay. Machen wir jetzt aber halt mit dem Tutorial weiter. Wir gehen jetzt mit A auf den Battler. Would you spare a morsel of food for an old beggar? I wouldn't call for 5 food a morsel. Is this demanding work for an old man like me? I'd like to see you try it. Yeah, you'll get your food alright. Okay, you have 2 types of action cards at your disposal. Skill cards of your adventures, and consumable cards. Targets will often be location cards, but not always. When you hover over one of your cards, the possible targets are highlighted, along with hints as to what will happen if you play there. So pay attention to what is highlighted and where the hints appear. Conversely, if you place your cursor over elements of the board, it will highlight the action cards you can play there. Take a moment to explore your current cards and see if you can figure out a way to find enough food to proceed. Okay, das war das, was wir vorhin hatten. Irgendwie, dass wir hier auf den Marktplatz gegangen sind und plötzlich werden links und rechts alle gehighlightet. Und du denkst so, what? So, beim Apple Merchant. Don't be fooled by his jolly banter as much as he's a merchant.
Alright, so I can use money with a merchant and the market. I can't use food. I can use fame. Oh, I can use fame to get some food. And grim theft, murder, violence, and general lawlessness. A reputation like that guarantees respect among outlaws and makes law-abiding citizens to quake in their boots. The rest tag. You use to recover some skill cards for your adventures. Even if you can see all rest cards for the region, you can only use the top card of the deck. Don't dawdle too much, because the last rest card is always a synonym of game over. Okay. So, damit könnten wir auch 2 Food bekommen. Was ist das hier? Survivor Sense. There's food everywhere if you know where to look. A aimed shot. A deadly shot in combat that can also take out enemies from a distance without raising an alarm. Survivor Sense. Nimble Hands. When you're born with nothing, you have to steal what you can to survive. If you're lucky, you'll survive long enough to get pretty good at it. Peppery Diversion. The perfect way to cause a commotion in order to incapacitate enemies in combat. Eavesdrop. You can learn a lot when you take the time to listen, stop and listen. Okay. And Exploration deck. It contains the locations, encounters, and quest cards that compose the current region. When you resolve a card, and top one in Exploration is drawn and replaced on the board. When a non-request card is used on the board, it returns to the bottom of its deck. Und ich sehe gerade oben links, kann man so ein Sprechblasen-Ding. Das ist das Sprechblasen. Das sind alle Dialoge, die wir gerade eben hatten. Okay, wir könnten jetzt also hier zweimal Survivor Sense einsetzen. Also, wir machen einmal Survivor Sense. Und das heißt die nächste. Right on time, I'm starving. Okay, die nächste Karte wird aufgedeckt. One very important rule to remember, you can only play one card per location card on the board. Sometimes it will transform the target card into another location, but most of the time it will just consume it and travel to the next card. A standard used card from the board will go back to the bottom of the exploration deck, and once a slot is available, it will automatically be filled with the top card from the exploration deck. You can't run out of location cards to explore because the exploration deck always cycles. Was ist das jetzt hier? On the scent, years in the wilderness have made Leo an outstanding tracker with a flare sniffing out food and places of interest. Okay. Das heißt. Oh. Ah, okay, dann gehen wir jetzt zu Noisy Tavern. Why not? Leo? What? I'm hungry. Aber guck, hier hätten wir für 2 Florence kriegen wir hier sogar 4 Food. Aber wir können auch einfach sagen, wir holen hier uns 2 Food. Anstatt die 2 Florent auszugeben. I hope you're planning to share some of that. Right on time, starving. Okay, I think we've got enough food now. Let's see what this guy knows. Lead the way. Dann machen wir mal. Would you spare a morsel of food for an old beggar? I wouldn't qualify food a morsel. This is demanding word. Oh, like, yeah. Achso, wir müssen hier die Food auf die drauf werfen. Oh, thank you, young bird. Now about this Timothy chap. But of course, where are my manners? Here, follow this path. That should show the way. Well,
How very altruistic. Thanks for the tip, friend. A good day to you, bird. Well, what now? I suppose we should follow the old beggar's directions on a piece of paper. Sometimes you have to seek directions to progress in a story and reach new directions. Destinations, check the descriptions on your card. That piece of paper? Well, no, surely not. Yes, that one. Oh, there's a fight. Beware. Enemies, Volpan. A hostile token is blocking this card. You won't be able to play any cards on this suspicious tree until you get rid of those bandits. If you A on the token, you can see the creatures forming a group and decide whether to engage or not. Most confrontations start with a negotiation phase. If you have the correct resources, you might be able to discard this threat without any violence. But if you don't absolutely need to play a card here, you may as well avoid any conflict and play on the other cards available. Okay, Bandit Token. Das heißt, wir haben hier einen Brawler. Wir haben einen Street Thug. Einen Henchman. Und das ist der Grund übrigens, warum ich gesagt hatte vorhin so, ja, das sieht so hart nach Disney aus, weil, come on. Als ob das Krokodil nicht in irgendeinem Disney-Film mitgespielt hat. Also, so. Und weil wir ja natürlich auch herausfinden wollen, wie so Karten-Battles funktionieren, dann hat er halt Engage. Why don't we see if we can come You- to an arrangement? You've started your first confrontation, but maybe there's no need for violence. When you hover over the cards at your disposal, you may discover ways to get rid of some of your opponents. If you get rid of enough opponents, you'll bring the morale of the group down to 0 and the rest will flee. If you use an aggressive card, the confrontation will automatically turn into a fight. But if you don't have any cards to play, or you don't want to play any cards, on the A on the auto battle token to trigger the fight manually. Okay, eavesdrop, peppery diversion. A well-timed shot. I mean, we could just kill people. So, also ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Bogenschuss absetzen. Ja, das ist aber praktisch, dass wir mit den Schultertasten einfach herwechseln können. Take this. Good. Right between the eyes. An enemy was just removed from the confrontation. In most cases, this will subtract its level from the enemy's morale. Should the enemy morale reach 0, the remaining hostiles will flee. The level of an enemy is the number in top left corner of the card. Fisticuffs, eh? From now on, both sides will automatically attack the opponent directly opposite of them, or to the left if no one is directly in front. Between each round of attack, you can play one card per adventurer. Again, if you don't want to play cards, you can use the auto battle token. It was you or them, Volpan. You brought the enemy morale to 0. All remaining hostiles will now flee for their lives. When you trigger panic, each fleeing animal will grant you 1 fame, whatever their level. Was it something you said, Volpan? Oh. Das ist ja schade. The gold coin lies suspiciously on the pavement on the shady looking street. The trap is obvious, but what do they say? Sic parvis magna.
Was ist hier? Wir kriegen 2 Gold. Und eine Kreatur mehr in der Search Bar. Also ich habe halt keine Ahnung, was das heißt. Probieren wir einfach mal. Oh, would you look at that? Oh yeah, anyone see my pouch? Ja, wir brauchen einen Marktplatz. Sehr schön. Ein Geld mehr bekommen. Marktplatz. Auf zum Marktplatz. Standing. Aber die bandage figure stood alone in an alleyway. He looked like he was waiting for someone. Etwas, ich glaube, es ist das Intro von Catch Me If You Can mit Hanks und DiCaprio. Ne, habe ich noch gar nicht gesehen. Aber wir haben hier auch einen Leo. As Volpain and Leo approached, the figure turned to greet them. Ah, Leo, so you're finally here, and you brought a crow. I'm Shoebill. But of course you are. Where do you have work? Do I ever? But before we get down to brass tacks, I always like to get an understanding of who it is I'm working with. What do you mean? I'd like a demonstration of the value you bring to the operation. Demonstration? Yes, you know, skills, my boys. Show me your skills. The pair looked at each other, perplexed. What did he mean, skills? Skills in combat? Sleight of hand? Or maybe just a good old trick shot from Leo? Machen wir mal den Schrei hier drüben. Okay, ein bisschen Fame. Leo's mighty roar drew a crowd out. Curious Townswalk. At least one of your adventurers down to the last few skill cards. Maybe you can use the rest deck to recover some. This rest card will give skill cards back to all adventures. It's often a good idea to use actions from all your adventures, not just one. If you spread the effort between them, they won't have to rest as often. Okay. Receive local chit chat. Nasty little secret. Let's get a nasty little secret. And the nasty little secret is. To wind them up, but they look mad. Let's engage them. Come on. Here for battles. Aren't we not? Let's be reasonable here. Alright. Like this. Watch your back, Volpan. These bandits fight dirty. Here's a quick breakdown of creature cards. A number in a red token at the bottom left represents sell points. Oh,
Now really. Bring it to 0 and the creature will be dead. And the number next to the sword icon is attack score, as the number of health points removed every round to the creature directly opposite, and the fists finally start to fly. The number in the top left corner is the level of the creature. It's pretty important because it's the value removed from the enemy's morale when the creature is removed from combat, one way or another. One way or another. Oh, rotation, there can be 1 or 2 fighters per side per column. Only the front 3 creatures will take damage from the auto battle phase, but it'll take damage equal to the sum of the attack scores of the position. Oh, das ist ja nicht gut. Jetzt weiß ich nicht mehr. 2 Gegner hintereinander haben, kriegen wir beiden Schaden ab. Creatures in the back can only be affected by action card or after the creature in front of them has been defeated. Watch. Look off. I do not like. Ja, aber wir zerschießen mal hier die. Oof. He fills that one. Jetzt der andere ist verschreckt. What, giving up so soon? Uses peppery diversion. Reach one of his thirsty smokers and tossed it on the ground in front of Timothy. Soon the alleyway was filled with a thick and suffocating fog. I can't see a damn thing. Oh, that's a pretty good trick. I imagine that comes in rather handy for avoiding fights. I prefer to keep my hands clean and my conscience. Okay, Timothy, enough games. What's this job? I'd like the 2 of you to acquire an item for me. A very rare and beautiful lyre that is currently in the possession of Lady Cadell. The old bat who lives on the hill? I wouldn't call her that to her face, but yes, that's her. I'd like you to break into the manor, steal the lyre, and bring it to me at the Holy Grove. Holy Grove? I know the place. I'll get you there myself, Wolpane. Excellent. Then I shall leave you to it. I look forward to our next meeting. Alright, we got a job to do. At long last. We can get straight to it if you think we're ready to go. Or we could spend some more time on the streets to prepare. It's your call. Oh Gott. Ja, wir können sagen, dass die angeleiert wurden. Oh Gott. Actually, how about a small nap before we set up? You read my mind. Remember, you only have a limited number of skill cards on your adventurer's deck. Spending too many of the skill cards will tire them out. If you want to recover some skill cards, you will have to use rest cards on the right hand side of the board. Each rest card has its own set of effects and sometimes a price that you can decide to pay or not. Read them carefully to see what they cost. Go on. Rest deck. 8 to browse. Okay, spend 2 food and recover up to 3 skill cards per adventure, or lose 2 health points per adventure and recover up to 3. Nah. Hopeless. Ja, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Food. Klauen das mal eben hier. Something to keep you going, hmm? Oh, that went well. Ah, bandits. Lovely.
So. These adventurers, am I right? No sense of urgency. Feeling better, right? Oh, let's have no other consequences. Don't expect it to be that easy all the time. It's harder that deck will cost you food or health points. The last card of the rest deck is always a game over, so be sure to check out how many times you can hope to rest in a region. Once you move on to the next region, the rest deck will be replaced with a new set of cards. And the number of rest cards in the next region is independent of how many of you use here. If you have completed this region, you can either proceed to the next region, or you might want to spend some more time here to gather resources and allies, where consumables and resources are carried over from one region to the next. But they are not carried over from one mission to the next, so there's no need to hoard excessively. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier Geld ausgeben. Bisschen Fame zu bekommen. Ich meine, das ist eine 1-2 Rate. Very generous of you. Das fand ich ganz okay. Ah, bandits. Lovely. Könnte man ja kurz nachbringen. Surely we can work this out. Oh, that looked painful. So, Autobattler. Durch. Shame. I think that one had kids. Oh, ouch. Okay. Aber dann lassen wir noch hier weitergehen, oder? Was haben wir in der Garten? Leo has brought wall paint to the city gardens where food is plentiful and secrets lurk around every corner. Deep in the labyrinth lies our hero's destination for the evening, Lady Foretales Manor. So, bevor wir das machen, mache ich kurz eine kleine Pause. Sorry dafür, dass es jetzt schon wieder eine Pause gibt. Gleich aber wieder da. Weiter mit Foretales. Hallo, da sind wir wieder. Sorry für die kurze Pause. Das war mal eben wichtig. Ich musste mich da ein paar Kümmern-Dingen, ja. Ich musste mich ein paar Kümmerdingen. So wie man das normalerweise macht. Warte mal, fahren die Richtung Osten? Fireteam 1, bitte melden. Bravo 1 hört. Ihr fahrt in die falsche Richtung. Verstanden. Au! Kommt der Zaun her? Weiß nicht, der war eben noch nicht da. Oh, Kann der Hanni nicht. kriegt jetzt gar nicht die private Info. Das heißt, du musst jetzt irgendwie andere Wege finden, Andrea zu stoppen. Oh. Es tut mir leid. Alter, die KI macht hier einfach den Stau des Todes. Geil. Oh, ich muss schneller fahren. Dann kann ich durch die ganze Stadt Breakdance-Wagen. fahren, ohne dass hier irgendwas ist. Voll gut. Ihr braucht ein kleineres Auto, Gerun. Die normalen Limousinen werden richtig flott. Whoop. Wo kam denn das her? Das ist für mich übrigens schwierig, weil ich sehe die Gebäude und du fährst voll durch. Solo. Eine links Solo. treffen. Ich komme helfen. Gib mir. Mhm. Ich muss kurz wieder raus. Ja, nicht von mir wegrennen. Sorry. Noch wieder da? Nehme ich gerade? Oh, schön Soul. Oh, Oh. schön. Nice, schön gemacht. Gerade noch. Warte, ich geh back. Ich hab meinen Kaffee hochgehoben, meine Hände sind so am Zittern. Oh Gott, Agni war gerade da und wollte mich umbringen. Artemis Eigentlich haben, weil Achsenschild ist super geil. War gut. Ich hab jetzt einfach mal Oh, was? Alter, klippt das jemand? Oh, bitte. Oh, wie gut. Julius, Flieg und Sieg.
Oh. Das war knapp, du. Guter Stun. Guter Stun. Du weißt doch. Don't worry, be snoo. Das Wichtigste ist natürlich, dass man sich bei so Arbeiten niemals ablenken lassen darf. Weil wenn man hier einen Fehler macht, kann es ganz schön gefährlich werden. Könnt ihr euch sterben. Das Raumschiff kann dabei zerstört werden. Sehr, sehr unpraktisch. Genau, da waren wir mit Boot fahren. Genau, und wir sind jetzt hier gemeinsam im Team Warsteiner. Ich bin immer noch empört darüber, dass wir keine Lieferung nach Hause von denen bekommen haben. Weil das ist halt, come on, ne? Das ist voll uncool. Aber andererseits um 11 Uhr morgens sich jetzt mit Bier volllaufen zu lassen, ist jetzt vielleicht auch nicht genau das, was ich will. Ist ja nicht Gamescom. Also das öffnen und nicht rein. Okay, dann droppen wir jetzt mal hier irgendwie Minen. So, jetzt hier. Und hi Nick, schön, dass du da bist. Sorry, dass ich genau in dem Moment weggegangen bin. Tut mir leid. Aber wie geht's dir denn? Ich hoffe doch wunderbar. Reset. Reset, vielen Dank. Es ist schön, dich wieder übrigens im Lande zu haben. Wie geht's dir denn? So. Boah. Erstmal Keks hier. Habe ich vergessen, ja. So. Und hi Jin, schön dich mal wieder zu sehen. Ja, auch einen wunderschönen guten Abend. So. Also machen wir mal weiter hier. Someone in the Garden. So genau, das hatten wir ja schon. Genau, wie ihr seht, spielen wir gerade Foretales. Spiel um die Ohren halt. Ja, das soll auch kein Vorwurf gewesen sein. Ich hoffe, es kam nicht so an. Aber es ist nur eine Bemerkung so. Es fällt halt auf, wenn Leute, die dann doch regelmäßiger da waren, und plötzlich nicht mehr regelmäßig da sind. Watch out, gods. I know, there are now several hostile creatures in the search party. The deck of cards representing the animals chasing your party. Each time a new location appears on the board, if it has a search party call token with an eye, it may spawn a group of enemies from the search party. Some of your actions may also add hostiles to the search party. Hostiles that you may have to face later, so be careful. Der oben, der sieht ja voll traurig aus. Right then. Timothy said the instrument is inside Lady Catel's manor. The big house with the labyrinth. That's the one, but getting through the hedge maze is going to be tough. I think I saw some gardeners wandering around earlier. Maybe they know the way. Ooh, this could get messy. Got the token. The constable and the hungry guard, more likely to be in snack break than on duty. Aber gar nicht mehr so schwach. So. Okay, dann schauen wir mal hier. Gardener. He knows these gardens like the back of his hand, and if you're polite, he'll even show you where all the best apples are.
Can I help you? One can get lost in these gardens. So. We'll receive a gardener and move to the next location. Well, thank you, meine Mütze. Now all we need to do is lead the gardener to the labyrinth and the rest should be easy. We'll see about that. Have a look around there. Might be something worth looting. Most tags on a board can be browsed. For example, if you check the content of the exploration deck, you can see what will be the next location to be revealed. Maybe your current objective is somewhere in there. Maybe you want to check if the card you're looking for is coming soon. If a card is not an exploration deck, there may be a way to access it with some effect or some effect. And remember, the exploration deck is recycling. To be a way in. Okay, dann schauen wir noch mal. Hier. Was ist denn hier alles drin? Orchard. Thorny bushes. Patrolled garden. The gardener. Ja, also den Gärtner, den würden wir jetzt schon baldig treffen. Oh. Und damit kommen wir zum Story-Effekt. Oder wir bekommen 4 Food. Machen mal hier die 4 Food. Weil die schon gut. This could get messy. Mhm. Ja gut, das ist ein Art-Token. Vegetable Labyrinth. Yeah, I hate labyrinths. I take it you're not amazed by them then? Ah. Can you just save the jokes till we're done with this? Mhm. Ich mag die Musik. Oh, rookie of the watch. It's his first day on the job. Come on, go easy on him. Yeah, let's go easy. All right, what's it going to cost? Can we just... discard. I mean, we could just kill him, but that would be nice. Oh, we could corrupt them. Let's corrupt them. As it turned out, the guards were as venal as the local bandits. Aw, I was hoping for something more. To be quite frank. Oh, those look good. Locked greenhouse. Oh, we could meet the farm again. Or we could find the farm again. Let's find the farm. Need anything, friend? Ja. Wie war denn eure Woche so? Ich hoffe doch gut. Und stimmt, wie war auch den Urlaub? So, ein bisschen Fame. A little help? Sure thing. You like scratches? Because if you go through this way, you're going to get scratches. I don't like the look of those thorns. We have an appointment with the lady of the house. Would you show us the way through the maze? I've trimmed these hedges many times. Follow me.
That's quite a statue. Whoa. What is it? Sorry, sirs, I'd rather not go any further. What? You're serious? We're barely halfway. It's this statue, sirs. Bad luck, is it? Bad luck it is. Haunted. The gardener backed away from the statue nervously, Leaving Volpain and Leo alone. I have to admit, it was a rather foreboding sight. Great. Shh, I think I hear a guard patrol coming. Quick, hide. I hope you boys have a warrant. Tools we can deal with, but how are we going to find our way through the rest of this labyrinth? There's got to be a map around here somewhere. How else do the gardeners find their way in and out? Maybe you're right, let's circle back and see if we can find a map. Hovering over the button will show a very condensed reminder of your current objective. Using the hint system will trigger some help based on your current situation. Okay, so if we go over there. Get through the maze. Ja, wow. Was eine Hilfe. So, wow, krass, Martigo. Das ist voll geil. Voll die gute Hilfe. So, was seid ihr denn? Probieren wir es einfach. Wir müssen die bekämpfen. Perhaps So. you can grease the wheels of justice here, Volpan. Oh, right. We don't have good cards. Aber dann verschieben wir den einfach mal. Okay, I want no part of that. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen killen. Killing watch guards might not be the smartest idea. There'll be hell to pay for that one. Muss leider. Died in the line of duty. Look, I can see some documents through the glass. You think they'll be useful? Only one way to find out. Maybe the gardener could open the door for us. Wäre doch nur da. So, holen wir nochmal den Dings her. Hier was eins hoch. Und dann den Gärtner. Dann können wir den Gärtner auf das Ding werfen, vermutlich. Better have a warrant. Look. This looks like a map of the labyrinth. But only the last part of the maze. That's the only part we need. Perfect, let's go back and follow the map from the center of the labyrinth. So. Schauen, was wir hier für...
Achso, müssen wir die in der Reihenfolge machen. Are you quite finished? We've got an apocalypse to avert. Wow, das sind viele. Das, das sind viele. Aber, und vor allem, wir haben das Problem, wir haben halt keine Dingskarten mehr. Well, I guess we have to do it. Und wir müssen vor allem den Creature Cards, okay. Enemy powers can trigger during the negotiation phase or during combat. They may trigger once or every few rounds. Genau, das hier. Das ist schlecht. Ja, eventuell müssen wir... Ja, wir bezahlen mal hier die Glockenwache. Seems like even the city watch are on the take. Und dann beklauen wir jemanden. Und zwar den hier. Wir haben etwas bekommen, was ich nicht erwartet hatte. Wir haben Pfund bekommen. So. Aber ich bin nicht so wirklich glücklich, aber es muss jetzt sein. They won't know what fighting the gods of the watch. Ja, nee. It's your funeral. Actually, is my funeral. So. Kennen wir den hier mal? Right between the eyes. Und einfach weil geht, klauen wir von einem. Gut. Oh. A bad hand there. Ready to play again? No. Das ging schnell. Ja, let's try to region again. Aber ich muss sagen, es ist auch wirklich, also gerade mit dieser 9er-Truppe gerade eben, war das schon wirklich ein bisschen hart. Aber das Gute ist, wir wissen ja jetzt dann,
wie wir... Small town cops. Genau, wir gehen auch direkt mit Fame hier an den Mensch, an diesen Gärtner ran. That'll be worth checking out. Aha. There has to be a way in. Okay, dann müssen wir die jetzt engagen. Though the guards looked angry, it was nothing a few coins couldn't fix. Hm. Ja, lass mal erstmal angreifen. Tut mir leid, dass wir den jetzt umbringen müssen. He knew the risks. Oh, that ought to even the odds a little. Mhm. So, der Gärtner. Kindergarten. Und jetzt müssen wir... Rufen wir nochmal nach dem Gärtner. Ich witzig, wir bekommen einen Fame dafür, dass wir nach dem Gärtner rufen und wir geben ihm einen Fame. Wieder zurück. Ich wünsche mir, ich könnte die Animation skippen. Weil sie sind schon hübsch, aber... That's quite a statue. I hope you boys have a warrant. So. Dann rufen wir nochmal nach dem Gärtner. So, kriegen wir hier viel Food raus. Was ready to take on the law. So, dann machen wir jetzt mal noch hier eine Rest. Enough resting. Let's get back to it. Und vielleicht sollten wir ein bisschen Food geben. So. Jetzt haben wir beide wieder 6 Food. Müssen sie leider engagen. Nothing's worth a fight with the watch guards. Perhaps there's another way. Ah, wir können mal den hier bestechen.
Just as I suspected, they're all on the take. So. Shut up. So. He felt that one. Okay. Damit ist Moral bei 0. Ja, ab. Actions. I'm reading this right. We should be there in no time. Good thing too, it's almost night time. Perfect timing. The darker the better. That's Lady Catel's manor. Finally. Hey, maybe that was the hard part, it's all down here from here. Wishful thinking. It's getting dark, time to get down to business. To defeat the Huns. That's... sorry. Hold on for a second. This could be our last chance to rest up. I need my nimble hands at the ready. Don't worry, it's on you're not incompetent. You can trade a skill card from your hand for another one. Just drag the card above its owner's deck and choose a new card. So, warte mal, wir haben die Nimble Hands. Do what you best. I'll cover the exit. Under the cover of night, Wolpane ghosted into the manor undetected. He darted through the corridors until he reached the main hall. There, in plain sight, stood a lion in all its splendor, glinting in the moonlight. All he had to do was reach out and take it. The second he touched the mysterious lyre, Volpan felt an ancient power flowing through him. Reality fractured and exploded into an infinite number of worlds, all identical and yet somehow distinct. Beyond the webs of fate, he witnessed all possible futures, resonating, vibrating, clashing. And then he saw, and he knew. He, his loved ones, his city, his kingdom, his world, everything was going to disappear, swallowed up by a cataclysm whose origin lurked behind the veil of possibilities. That's bad. The second he touched the relic, the sheer power of the visions caused poor Volpane to collapse on the spot. Leo took his unconscious friend on his back and fled the mansions, and an army of guards on his heels. Hang in there, old friend. We'll get through this. I'll deal with the guards and get you to a safe place. Volpane! Volpane! Complete this mission with a few victims in your graveyard deck. For now, it won't change anything, but beware, if you leave a trail of bodies behind you, you may have to face the consequences later. Absolutely superb. Oh, wait, what? Spannend. Es ist also nicht so ein typischer Card-Battler. Volpane awoke in the forest of Ronceraire, his head throbbing. The lyre was on the ground beside him, but Leo was nowhere to be found. Leo? Leo? Where is he? What happened? At the moment, he remembered the visions. Impossible!
Before he had time to think, Volpane was struck with a vision of his friend in prison. A wave of despair swept over him. Leo, where are they taking him? Are they going to execute him? Oh gods, please no! There's a Doom event card. It symbolizes tragic events that only Volpane can see, and that will lead the world to its end. The number above the Doom event indicates how many turns you have left before it happens, or at least that's if you do nothing to prevent it. Each mission you complete costs a turn, but don't worry, if you fail to complete a mission, you can always retry with no time penalty. I need to help him before it's too late. They must have locked him up in Eisenberg prison. This is a mission card. The choice of which mission you complete and the order in which you complete them is crucial to preventing Doom events from occurring. Missions also contain secret side objectives and choices, all leading to different outcomes. It's up to you to experiment and make the right choices to fight fate. I'm coming, Leo. Wait, what the? What's this? Volpane was struck with another flash. The smell of blood, the clash of metal, the roar of a battle. A vision of a massacre yet to come. The miners' strike. Father! The militia are preparing an attack on the blockade. Lady Cattell must be behind this. I have to warn them, or they'll all be slaughtered. If I'm going to warn the miners, I'll need to find a leader, Cast. They won't budge an inch without his say-so. What have I done? It's this damn instrument. Volpane looked at the strange liar with disgust. I wish I'd never touched the blasted thing. Maybe I could give it back to Lady Cattell. That might smooth things over. After all, a fool confesses half jest. If I write a letter of apology and present it to the Council of Mothers, they might be able to put pressure on Cattell and prevent her from ordering the massacre. Volpane looked at the liar once more before packing it into his satchel. Slowly, painful, he dragged himself to his feet. Alright, Volpane, you can fix this. He took a look around him and afforded to get his bearings. To his left, he saw the fumes of the city rising above the trees. To his right, the silhouette of the Ferris Mount, shrouded in acrid smoke from the mines. Better get moving. Okay, make your own choices and discover their consequences. Oh no, welcome to Foretales. Das heißt, entweder gehe ich jetzt hier hin und rette damit unseren Kollegen, oder ich gehe jetzt zum Strike Leader oder zum Negotiator und hoffentlich verhindere einen Angriff. Was sagt ihr? Was soll ich machen? Yes. Übrigens, hallo und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer der Menschen. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch denn? Lasst euch leider sagen, ich bin heute müde. Ich habe nicht genügend geschlafen. Ich habe zu wenig geschlafen. Aber, come on. Ist ja auch nichts mehr Neues bei mir. Ich meine, es hört sich an wie irgendwie gestern oder vorgestern, als ich sagte, oh, ich habe zu wenig geschlafen. Oder vorgestern, als ich sagte, ich habe zu wenig geschlafen. Tja, so sieht's aus. Ich würde ja vermutlich versuchen, den Kumpel zu retten. Weil, genau, das haben wir verzettelt. Ich meine, eventuell, wenn wir das rechtzeitig machen, Prisoner zuerst, dann Strike Leader und dann Negotiator, dann sollten wir auch rechtzeitig mit dem hier fertig werden. So, let's hope. The theft of the relic didn't exactly go as planned. Leo's in jail and Lady Cattell is out for revenge. Volpane needs to break his friend out. Fast. Okay. Let's start. One win. The city watch is holding Leo in local jail. Okay.
Krumm. Leo's locked up in there. There has to be a way in. I have a friend in there. I was hoping I'll be able to pay him a visit. Visit? What do you think is this? A bloody retirement home? Perhaps we could come to some sort of an arrangement? Well, perhaps if you arrange for me to get 5 florins, I'll forget if I ever saw you. 5 florins? Where am I going to get that from? Fighting the local law enforcement doesn't seem like the smartest move, Volpan. Okay. So, wir könnten den Apfel irgendwie beeinflussen. Blockkits. Komm, probieren wir das nochmal. Holen uns hier ein Food raus und gehen zu den Blockkits. Vielleicht können die uns helfen. Oi there, Scramps. What you want, mister? I say, do you scams know a way inside the prison? Besides getting arrested, sir? Yes. Besides getting arrested. No idea, sir. What do you call ask around the other kids? Most of our parents have been in the clink at some time or another. There's a hidden entrance. Someone must know about it. Maybe some street kids or shady locals could help. So. Wenn wir genügend Leute umbringen würden, dann würde das auch helfen. So. Dann gehen wir mal hier ein bisschen Food an die und schauen was. Bro, I haven't eaten a proper meal in days. Thank you, sir. Well, how very altruistic. A fighting alley. Allies can be used on your adventurer cards during fights. They will add their attack score to the attack of their adventurer for as long as they survive. Depending on the time of the alley, they will position themselves in front of or behind your adventurers. Front allies add a layer of protection and preserve your health, but may not survive the whole fight. Allies in the back will only serve as support to increase the attack, but they are most likely to survive until the end of the confrontation. Whether they survive or not, allies used in a combat are discarded at the end of the confrontation. Das heißt, wir können das kleine Kind irgendwie nutzen. Das ist ja bad. Können die nutzen, um Food zu bekommen. Den Körnerkissen-Kater, den gibt es jetzt seit, keine Ahnung, ich glaube 2 Streams oder so. Der ist nicht von mir gebaut. Und der Körnerkissen-Kater ist ein bisschen dauerrallig und maunzt die ganze Zeit unsere Katze an. Aber sie lässt sich davon nicht so wirklich beeindrucken. So, klauen wir die Menge. Wir klauen die Menge. Schon echt evil eigentlich. Oh, I'm sure they won't notice that. I don't know what
you did to wind them up, but they look mad. So. Signal required. What? Maybe there's a way out of this without violence. So. Okay, let's ask him to leave. Bye. Und wir den hier. Okay, wir können ihn auch gerade nicht bewegen. Was ein bisschen ungünstig ist. Ich würde nämlich gerne den rechten bekämpfen, statt den linken. They won't know what's hit him. That'll hurt in the morning. Nope. No, he'll be dead. Oh, not so tough now, are we? Oh, suspicious street. Warte ein bisschen mehr. Okay. So, ein bisschen Food bei dem. Ja, yeah, local celebrities. Haha! Very sneaky. Yes, come on, let's go. Come on, Liam. Gehen. Schauen, ob wir es hinkriegen. Prison was dark, dank and foreboding. Mournful wails echoed from the grimy corridors. Guard prowled the halls, eager to dish out a beating to anyone who stepped out of line. Slipping by unnoticed wasn't going to be easy. Oh no, we're going to die. I'd recognize that tail anywhere. More pain in here. Oh, come here, my old friend. Fighting the local law enforcement? Really? Doesn't seem like the smartest move. What? I know a little magic trick that could throw the guard off your tail. Okay. Wife help. Please, you have to find a way to open his cell. I'm too pretty for the big house. Not to mention useful.
Hm? Oh. Bunch of rioters. Dann... Hm. Wollen wir mal... Probieren wir es mit den Rioters. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert und wie es funktioniert. Aber wir werden sehen. So. Smoke, fall back. The inmates are breaking out under the cover of smoke. Sehr gut. Doesn't take much to transform the trodden people of the hard republic into an angry mob. Swarm, swarm, let's end this tyranny. Seems legit. A firebomb. Oh Gott, warum bin ich heute nur so müde? Ach, ich weiß warum. Ich habe kein Fame. Ich möchte mal wieder Fame. Ach, ist ja blöd, ich kann jetzt gerade auch keinen. Warum kann ich dann... Das ist ja so ungünstig. I'll take that to go, Oh, das ist please. gut. Schauen, was da als nächstes kommt. Das, Nice little secret. Servus Mortis, wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Prison Warden. So. Gut, kaputt. Oh. Natürlich bad. Aber, feel you. Bin auch müde. Also ich bin gerade richtig drecksmüde. Es ist richtig bad. This doesn't have to end in bloodshed. As it turned out, the guards were as venal as the local bandits. So. Ach so, jetzt weiß ich wieder, warum wir resten mussten. Spend and rest. Oh, you
ever have a nap so good that you forget that the world is ending? Oh je, oh je. Probieren wir es nochmal. You might be able to grease their palms on this one. Sehr schlecht. Good deal all around, I'd say. Moral vernichtet. Not so tough now, Sehr gut. are we? Are you okay? We talk when I'm out of here. Look for the wall and you must have the key. Ja, well, das ist schon richtig so, aber... Ach je, ach je. Compared to some of the other things he'd stolen, you sure you're ready to take this fellow on? Uh-oh. Looks like you've got the law on your tail. Ah. Leider komme ich hier gar nicht drum herum. Außer einfach fighten. Oh, das ist okay. Nein. Wir werden sterben. Aber wir können halt auch nichts anderes machen, ne? Das ist ja Mist. Ach. Unglücklich. Perhaps you can grease the wheels of justice here, Volpan. Oh, can we just leave now? I mean, I got the key. I mean... Ja, lol. Wir klauen jetzt von ihm. Das ist cool. Okay, das Ding ist... -1 für Group Morale. Ja. Und dann kann ich den kaufen. Not so incorruptible after all. Hui. Das war ein bisschen arg. Also wir sind gerade... Lass mal hier den Typen hier rausholen. Who needs them? I'm not sure I want to know the answer to this, but what exactly are you in here for? I've got what doctors refer to as an incurable case of kleptomania. I'm guessing that your hard time behind bars hasn't helped your condition.
Hard to say, really. I know once. Can I get out? Now hold a minute. What about our deal? Wallpaint has acquired 1 new skill card. Capes. Nice. I may be a criminal, but I keep my words, sir. Here, you seem like a sneaky fellow. You got in here without the screws. Sounding an alarm, after all. How about I teach you one of my favorite tricks of the trade? The thief demonstrated a curious maneuver by which it was possible to lift a whole purse without alerting its owner in the slightest. You know, that's not half bad. See, I know a thing or two. It's just one more thing that bothers me. What is it? If you're such a talented criminal. Yes. How come you didn't figure out what you could slip through the gaps in the bar? You make a fine point, sir. I'll remember that for the next time I'm locked up here. Disney Unsinn. Come on. And without a care in the world, the thief slithered away along the long corridor into the darkness. Oh, der Dieb ist ja schon ein bisschen dämlich. Aber okay. Good work, Wallpaint. Now let's get out of here. Rendezvous at my shack on the other side of the forest. Got it. I must say, you've really surpassed yourself with that one, Volpan. Okay. Sorry to dine and dash. Fleeing through the forest. Leo is free at last, but the watch will be looking for him. Time to head to the rendezvous point back at Jesus' shack in the forest. So, Oh. Friends of yours, Volpan? Ein Sloth. Gute. With matted hair, heavy clothes, the druid smells like a heady mix of moss and wet dirt. Druids are all violence, but no one knows the local flora quite like they do. Receive a healing balm. Or we could receive a healing balm. Or we could receive a healing plant. Okay, spend 3 food to prepare a large feast. Heal each adventurer up to 3 health. Recover up to... Yes, let's spend and rest. Be back. Oh ja, keine Skillkarten mehr. That is quite enough laying around for the time being, thank you. Eavesdrop. Peddler. Corrupted berries. Ooh. Let's go to the corrupted berries. Das ist ja, was, warum wir nichts mit denen machen? So langweilig. Patrol Road, Forest Patrol, Watch Outpost, Poachers, and finally Leo's Shack. Lang er der Weg, ey.
Go required. Enough resting. Let's get back to it. Ich mag diese Disney. Nee. Zeichnungen ist nicht so. Spores. Let's get some spores. Gross. Ew. Don't look now, but that's the law. Okay. Was sind die Sporen? Seem to attract infected. So. Aber, ich meine, ihr habt jetzt grob mal gesehen, wie es funktioniert. Und es ist sehr, sehr anders, als ich auch zugegebenerweise mir das vorgestellt habe. Ich dachte so, okay, Card Battler, das heißt, wir haben hier irgendwie eher so Roguelite-mäßige Fights und dazu diesen Disney-Look. Aber es ist sehr, sehr anders, es ist sehr, sehr storylastig und wir haben aber diese coole Mechanik, dass wir anscheinend, keine Ahnung, diese Doom-Events sehen können und entsprechend vorbereitet darauf zugehen können und dann aber auch taktisch vorgehen müssen, welche Events wollen wir jetzt verhindern. Wir haben jetzt die Gefangenschaft von Leo verhindert und das kostet uns glücklicherweise nur eine Runde. Aber wir müssen noch den Mutter-Council, den Council der Mütter treffen und den Vorarbeiter von den Minen. Das heißt, und das innerhalb von 3 Runden, also 2 Runden jetzt nur noch. Das heißt, wir müssen, da darf nichts mehr dazwischen kommen. Komm dran, schön, dass du da bist. Genau. Guck, damit du jetzt auch nochmal hier ein paar Disney-eske Zeichnungen siehst. Und die Katze hier. Und hier das Krokodil. Come on. Das ist schon sehr oldschool Disney, oder? Das erinnert mich einfach so sehr an hier Dschungelbuch und Robin Hood. Also Robin Hood eigentlich sogar noch mehr, weil es halt explizit auch so der Look von dem Mittelalter ist. Und Peter Pan? Ja, ich meine, das ist ja auch noch derselbe Stil. Aber gerade mit den anthropomorphen Tieren hätte es mich jetzt einfach sehr, sehr an Robin Hood erinnert, weil auch ja, in Robin Hood gab es halt auch diese Dings hier, ne? Deswegen. Aber ich krieg von Off gerade mitgeteilt, dass ich vielleicht doch früher rüberwechseln sollte zum Bausimulator. Weil wir wollten ja um 10 Uhr mit dem Bausimulator anfangen, mit 3 Freunden. Und jetzt sind da Leute immer noch am Tutorial dran. Und das war... Okay, also eventuell müssten wir sehr lange spielen. Deswegen werden wir jetzt mal schnell rüberwechseln. Ich habe nur, weil die Keys erst heute bekommen, deswegen konnte ich das nicht vorher vorbereiten. Oh ja, genau. Das heißt aber, wir machen jetzt hier an dieser Stelle Schluss mit Foretales. Vielen Dank an die Entwickler, die mir uns hier einen Key zur Verfügung gestellt haben. Genau, also sehr, sehr cooles Spiel. Ich werde auch noch mal ein bisschen mehr spielen. Das heißt, ich kann dann auch nach dem vielleicht dann auch noch mal ein bisschen was dazu sagen im Stream. Man einfach jede verdammte Maus, irgendwann Doppelklick-Schaden, was soll die Scheiße. Ja, das liegt an dem Dings. Also das Ding ist, du kannst das relativ einfach fixen. Du musst nur das Blech wieder hochbiegen. Das ist das Blöde. Du musst eigentlich nur die Maus aufmachen und unter den kleinen Controller, unter dem Mausklicker, da musst du das Blech hochbiegen und dann geht's wieder. Aber ich hatte auch noch nicht den Kopf bei vielen die Mäuse einfach wieder aufzumachen. Hast du nicht hinbekommen. Aber du weißt, wie es geht, oder? Gut, aber genau, wie gesagt, hier machen wir Schluss. Vielen Dank nochmal, Entwickler. Und dann wechseln wir hier gleich erstmal rüber die Szene.